Interessierst du dich für die Welt der Wirtschaft und willst mit uns deine Karriere starten? Dann bist du hier an der HSD am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften genau richtig. Wir zeigen dir heute, was unseren Fachbereich so besonders macht. Bleib dran! Wie bist du damals eigentlich auf die HSD gekommen? Ich habe meinen Bachelor berufsbegleitend gemacht und wollte im Master auf jeden Fall einen hohen Praxisbezug auch weiterhin haben und das hat mir die HSD sofort geboten. Und bei dir? Ich komme aus Düsseldorf, habe mich auch schon immer für Wirtschaft interessiert und dann gesagt, ich möchte was haben, wo ich schon irgendwie mit Unternehmen auch irgendwie zu tun habe und alles so praxisnah und gleichzeitig in der Stadt, wo man irgendwie ganz cool leben kann. Was studierst du eigentlich? Ich studiere Master Kommunikations-, Multimedia und Marktmanagement, kurz genannt Marketing. Wie ist dein Studium so aufgebaut? Also was genau beinhaltet das? Also alles rund um Marketing zum einen, aber bei uns wird es tatsächlich so zugespitzt, dass wir als Marketing-Leader ausgebildet werden. Ich studiere Business Administration im Bachelor, also quasi klassisch BWL und unser Studium ist so aufgebaut, dass wir erstmal die gesamte Bandbreite der BWL eigentlich mitbekommen und dann später, sag ich mal, spezialisieren können. So Gregor, wir sind hier im Content Creator Space, schon mal ein super spannender Name. Ich sehe hier Mikrofone, Kameras, Licht, also eigentlich alles, was man für eine Videoproduktion braucht. Was hat es damit auf sich? Dass wir ein Studio haben, wo Studis Content produzieren können. Daher der Name. Das kann vom Podcast bis zur Usability-Untersuchung im Grunde alles sein. Ich wollte gerade sagen, man denkt direkt an YouTube DM-Halls, aber es geht tatsächlich auch um digitale Lehre. Also einerseits kann man das natürlich für vorproduzierte Lehre nutzen und ansonsten steht das Studis zur Verfügung für Projekte. Es gibt ja quasi auch noch diese, also abseits von den normalen Modulen, diese Praxismodule, um da einfach noch ein bisschen den Bezug herzustellen. Inwieweit unterscheiden die sich von den normalen Modulen im Aufbau? Also die Praxismodule muss man sich so vorstellen, dass unsere Studierenden ja wie so Unternehmensberater aktiv sind, die für Unternehmen aus der Praxis, meist hier im regionalen Bezug von Düsseldorf, ganz konkrete Fragestellungen bearbeiten, Lösungen entwickeln, die dann auch den Vertretern aus den Unternehmen präsentieren und dann hinterher ein Feedback bekommen, was für alle Beteiligten eine totale Win-Win-Situation ist, für die Studierenden, aber auch für die Unternehmen. Wo gibt es da den Unterschied bei den Lehrenden? Genau, also zum einen, da gehöre ich auch dazu, wir sind die hauptamtlich Lehrenden, also die Professorinnen und Professoren des Fachbereiches. Wir haben alle mehrere Jahre in der Praxis verbracht und sind dann an die Hochschule gekommen. Das heißt, wir können von unseren eigenen Erfahrungen berichten und natürlich auch unser Netzwerk mit einbringen. Und darüber hinaus gibt es noch externe Lehrbeauftragte, die machen das in einigen Modulen und können natürlich auch noch mal so das ganz aktuelle Wissen aus der Praxis mit einbringen. Und ich glaube, diese Kombination aus beidem ist für die Studierenden ein echter Gewinn. Es gibt ja jetzt das Studienstartportal. Was hat es damit auf sich? Was ist das genau? Wir haben uns im Fachbereich überlegt, wie wir den Einstieg für unsere Erstsemester noch einfacher gestalten können. Und dazu haben wir jetzt eine Webseite, die alle Informationen zum Studienstart bündelt und zusammenfasst. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen noch haben solltet, findet ihr dort eigentlich alle Antworten auf das, was ihr wirklich zum Beginn braucht, um hier gut anzukommen. Du kannst zu jedem Zeitpunkt von jedem Ort der Erde darauf zugreifen und dich informieren quasi über die Veranstaltung, über dein Semester, über Termine, wann Prüfungsphasen sind und wann auch die Klausuren stattfinden. Und vor allem, wo ich am ersten Tag vielleicht hin muss, oder? Kann ich meinen Studienplan da dann auch direkt einsehen? Der Studienplan hilft dir dabei natürlich weiter, aber du findest auch zum Beispiel unseren Raumguide auf der Webseite, wo dir dann vorgestellt wird, welche Räume wo zu finden sind, damit du auch den richtigen Weg zu deiner Veranstaltung findest. Wir hoffen, euch hat der Einblick heute gefallen. Und für noch mehr Infos schaut auch gerne auf unserer Website vorbei.